Was ich jetzt gleich sagen werde, klingt absolut verrückt, ist aber wahr. Heute, hier in Hamburg, leben unter uns echte Piraten. Kein Scherz. Der wohl bekannteste Hamburger Piratenprozess endete mit der Enthauptung Störtebeckers. Und auch danach gab es hier in Hamburg noch zahlreiche Piratenprozesse, bis wir im Anschluss eine Periode von etwa 400 Jahren der Ruhe ohne hatten. Und dann, 2010, somalische Piraten kapern ein deutsches Schiff. Sie werden gefasst und hier nach Hamburg gebracht. Hier fand der zweijährige Piratenprozess statt. Und nachdem die Gefängnisstrafen abgesessen waren, verblieben einige der Piraten in Hamburg. Möglicherweise seid ihr also schon einem waschechten Piraten über den Weg gelaufen. Aber heute soll es wieder um Klaus Störtebeker gehen. Beim letzten Mal habe ich euch ja mit einigen seiner Legenden vertraut gemacht. Doch was davon stimmt wirklich? Nun, in Wahrheit wissen wir nicht viel. Und das fängt schon beim Namen an. Klaus Störtebeker. Das ist nur eine der zahlreichen möglichen Varianten, die in den Quellen auftaucht. Er könnte aus der Gegend von Rothenburg, Werden, Wismar oder sogar Danzig stammen. Und derzeit gibt es zwei große Theorien. Im sogenannten Verfestungsbuch wurden Gerichtsurteile festgehalten und die Stadt Wismar hat so eins. Und dort findet man 1380 einen Eintrag, dass zwei Wismarer Bürger aus der Stadt verwiesen wurden, weil sie einen anderen in eine Schlägerei verwickelt haben und ihm diverse Knochenbrüche zugefügt haben. Nun, der Name des Opfers? Ein gewisser Nikolaus Störtebeker. Wenn der Name dann mal auftaucht, dann versucht man ihn auch in diesen gesamthistorischen Kontext einzubetten. Seinerzeit bekämpften sich zum Beispiel die Dänen mit den Schweden und auf der Insel Gotland lebten Piraten. In Visby, um genau zu sein. Nun, diese Piraten waren von den Schweden engagiert, um die Dänen zu kapern. Und sie verkauften ihre Beute in Wismar. Und weil die Stadt Lübeck Partner der Dänen war, wurden auch die Lübecker Schiffe angegriffen. Und das Ganze weitete sich irgendwann auch auf andere Hanseschiffe aus. Und man landete auch irgendwann in der Nordsee. Verständlich also, dass die Hanse ihren politischen Einfluss dafür nutzte, um zu verhindern, dass man die Piraten Unterschlupf gewährte. Und die Gegner der Hanse hingegen stellten die Piraten zum Teil sogar unter ihren Schutz. Und so sind auch die Namen von 8 Anführern bekannt. Einer davon, Störtebeker. Die Hanse und besonders Hamburg hatte aber ein sehr großes Interesse an sicheren Seehandelswegen mit England und Holland. Und darum machte man Jagd auf Störtebeker und seinesgleichen. Dem wiederum gelang es immer wieder, den überlegenen Hansekoggen aufs offene Meer zu entfliehen. Doch irgendwann haben sie ihn dann gekriegt. Störtebeker wurde vor Helgoland gestellt, es kam zum Kampf und es gibt 2 Varianten, wie es denn dazu kam, dass sein Schiff, der tolle Hund, manövrierunfähig wurde. Variante 1 ist der Verrat. Jemand hat angeblich heißes Blei ins Ruder gegossen. Die andere Variante besagt, dass die Bunte Kuh, das war das Hauptschiff der Hamburger, schlichtweg mit einer Kanone den Hauptmast von Störtebeker zerschossen hat. Jedenfalls wurde er und seine restlichen Piraten auf der Bunten Kuh nach Hamburg gebracht. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Legenden, die sehr schön sind, aber wo wir einfach sagen müssen, der Wahrheitsgehalt ist wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Zum einen, das ist vielleicht sogar noch eine von den wahren Geschichten, hat Störtebeker angeboten, eine goldene Kette, die einmal um die Stadtmauern herumreicht, der Stadt zu übergeben im Gegenzug für die Freiheit und das Leben von seinen Männern. Der Rat hat das abgelehnt und man darf sich natürlich auch fragen, wie ernst das gemeint war. Aber den Schatz von Störtebeker hat man angeblich nicht gefunden. Andere Quellen wiederum sagen, naja, sein Schiff wurde dann irgendwann an einen Schiffszimmermann verkauft und der wollte es dann irgendwann zersägen und hat gemerkt, hoppla, hier im Mast, da ist ja richtig was Hartes drin. Es hat sich herausgestellt, in einem Mast war Gold drin, in einem zweiten Mast Silber und im dritten Kupfer. Und dieser Schiffszimmermann hat dann auch beschlossen, sozusagen das Gold einzuschmelzen und daraus die goldene Krone der St. Katharinenkirche zu machen. Ob das wirklich stimmt? Naja. Und dann gibt es auch noch die Legende schlechthin. Jeder, der den Namen Störtebeker schon mal gehört hat, wird diese höchstwahrscheinlich kennen. Und zwar war es die Abmachung zwischen dem Bürgermeister und Störtebeker, dass alle Männer, an denen er ohne Kopf vorbeiläuft, freigelassen werden.
Und dann kam es natürlich dazu, dass er enthauptet wurde, an den ersten Männern ohne Kopf vorbeilief, bis der Henker dann in einer Variante entweder seinen Richtblock ihm vor die Füße warf oder ihm direkt das Bein selbst gestellt hat, so dass dann Störtebeker stürzte. Und zu einem Überfluss hat man sich dann auch noch dazu entschieden, ausnahmslos alle Piraten hinzurichten und sozusagen Wortbruch zu begehen. Wobei ich glaube, so sehr ich diese Geschichte mag und sie schön ist, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, sie ist so nie passiert. Jedenfalls gab es auch noch Hinterlassenschaften von Störtebeker. Die sollen aber angeblich im großen Brand 1842 verbrannt worden sein. Schade. Es wäre sicherlich spannend, seinen legendären Trinkbecher heute noch zu bestaunen. Mittlerweile gibt es aber auch eine weitere Theorie und die besagt, dass der legendäre Pirat eigentlich ein Captain und Kaufmann aus Danzig war, Johann Störtebeker der Name. In deutschen Gerichtsakten tauchte dieser nämlich 1405 zum ersten Mal auf, als er eine Strafe zahlen musste dafür, dass er die Handelsblockade von mehreren preußischen Städten gegen England verletzte. Bereits 5 Jahre zuvor wurde er engagiert von Albrecht von Holland, um die stärkste Konkurrenz sozusagen, die Hanse, zu schwächen. 1413 war es dann sogar der König von England, Heinrich V., der ihn dafür bezahlte, dass seine englischen Schiffe geschützt werden. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, dann hat das ganz schön schwerwiegende Konsequenzen. Zum einen, unser Nikolaus Störtebeker aus dem Wismarer Verfestungsbuch könnte nicht der legendäre Pirat sein. Und Klaus Störtebeker wurde dann auch nicht 1401 auf dem Grasbrook hingerichtet. Das muss jemand anderes gewesen sein. Warum ist das besonders spannend? Nun ja, im Museum für Hamburger Geschichte gibt es einen Schädel. Dieser Schädel wird Klaus Störtebeker zugeschrieben. Man fand ihn 1878 bei Arbeiten auf dem Grasbrook. Und wenn sich das wirklich bewahrheiten sollte, dann haben wir da einen Schädel, der einfach nur einem namenlosen Piraten gehört. Und das bedeutet wiederum auch, dass die Rekonstruktion, die es von Störtebeker gibt, einfach nicht wirklich Störtebeker ist. Und es gibt ja auch noch ein ganz berühmtes Porträt von ihm. Das ist auch nicht Störtebeker, ich muss euch abermals enttäuschen. Zum Abschluss noch etwas Interessantes über den angeblichen Schädel von Klaus Störtebeker, der im Jahre 2010 im Januar aus dem Museum für Hamburger Geschichte gestohlen wurde und im März 2011, also ein Jahr später, zurückgegeben wurde. Warum wurde dieser Schädel gestohlen? Warum hat man ihn wieder zurückgegeben? Wir wissen es nicht. Die Polizei hat das auch so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Man wollte nicht zu viel sagen. Und irgendwo passt das ja auch zu dieser ganzen Legende um Klaus Störtebeker. Wo ich jetzt behaupten würde, manchmal ist eine gute Legende mehr wert als die Wahrheit. Damit verabschiede ich mich. Bis demnächst. Euer Micha.